10 ab 7 am Freitag, 7. Mai, Tag 11. Ich habe jetzt meine Sachen erledigt, zum Morgen gegessen. Ich laufe los. Heute ist es nicht mehr ganz so kalt wie gestern. Trotzdem habe ich jetzt eine Kappe an und laufe mit der Jacke los, bis ich warm gelaufen bin. Die Händchen habe ich auch bereit, aber die Bücher heute nicht. Es ist wirklich gestern extrem kalt gewesen, jetzt mit Dank. Ja. Geht's los? Und wie geht es etwa los am Morgen? Mit einem kalten Fußbad. Es ist jetzt 5 ab 11 und Hila Canyon hat jetzt ein bisschen aufgetan. Keine so Felswand mehr. Jetzt ist ein bisschen mehr offen, ein bisschen mehr Wald. Es war wunderschön. Wir müssen viel anhalten und Fotos machen. Sensationell. Ja, jetzt war 11 Uhr. Ich laufe jetzt noch ein bisschen. Und irgendwo ein Schattungsplatz für eine Mittagspause. Ich glaube, ich habe schon gut Kilometer gemacht heute. Es ist jetzt ziemlich genau 12 Uhr. Ich habe das Plätzchen gefunden für eine Mittagspause. Es hat ein bisschen Schatten, es hat ein bisschen Sonne und es hat einen Pool zum Schwimmen. Ein bisschen den Schweiß abwaschen. Ja. Machen wir eine Stunde Pause oder so.
bevor es wieder weitergeht. So, nach einer längeren Mittagspause bin ich jetzt wieder losgelaufen. Es ist jetzt 1:30. Ich habe in der Mittagspause gerade das Liebling ausgewaschen, die Socken ausgewaschen und die Sonne da. Das war auch schön trocken. Die Schuhe waren auch schon fast trocken. Und dann bin ich losgelaufen, natürlich gerade in der Flussüberquerung und schon wieder alles nass. Fies. Ja, nun. Hat man sicher denken können, dass es so kommt. Das war das Ende vom Fluss Hilla, oder besser gesagt der Anfang. Hier beim Snow Lake. Das ist ein Steisee. Ich laufe jetzt gerade über einen Damm und gehe jetzt bis über zum Zeltplatz. Dort mache ich Pause. Jetzt ein Giselribbel. Da kann ich ein bisschen Gisel loswerden. Und daheim so eine Wasserhanne zum Wasser füllen. Und wenn wir Glück haben, gibt es noch eine Trail Magic. Es hat nämlich bei Autos dann von Tagesausflügen oder Zelten. Genau, jetzt schauen. Es ist 5:45 und ich sitze hier auf dem Campingplatz neben dem Wasserhahn und habe jetzt gerade meine Socken gerade ein bisschen ausgewaschen und die Schuhe, den Sand ausgewaschen, der drin war. Und habe jetzt wieder meine Spezialsohle, speziell für mich gemachte Sohle drin da. Jetzt gibt es ja keine Flussüberquerungen mehr, also nicht mehr so fleissig. Ich glaube, es gibt lange keine mehr. Und hat noch die Nacht gekocht. Warte, es geht noch, bis das ein bisschen aufgeweicht ist. Es gibt Kathmandu Curry, vegetarisch. Ja, und wenn ich dann das gegessen habe, lege ich den schon einmal an und gehe noch ein bisschen. Es ist jetzt 7:45. Ich bin etwa noch 40 Minuten gelaufen und habe mir jetzt das gemütlich gemacht für heute Abend hier. Hier unter dem Baum. Das ist mein Nachtlager für heute. Ich habe jetzt noch ein Dessert, ein Snickers. Und nachher Zähne putzen und dann liegen. Nehmen wir an, es geht nicht mehr lang dunkel. Das. Samstagmorgen, der 7. Mai, 6:30. Tag 13. Es ist kalt. Gestern Nacht plötzlich kalt geworden. Ich habe mich extrem in den Schlafsack hineinkuscheln. Und das Knie hat mir gestern ein bisschen wehgetan. Und ich habe gehofft, dass es einfach nur ist, wo gestern ein langer Tag war. Aber jetzt ist es eigentlich gut, ich merke es nicht.
Ich glaube, er hat sich gut erholt über Nacht. Aber es gibt heute wieder strenge Tage. Ein langweiliger Tag. Wieder ein trockener Tag. Muss man wieder ein bisschen schauen aufs Wasser. Ist kalt. Und ich habe Kappen an, die Jacke an. Die Regenhose habe ich gerade nachgelegt, das Bein geschützt sind. Ich hätte die Längenhose anlegen, aber die Regenhosen sind gerade näher gewesen. Ja, und dann habe ich noch den iPod gerade noch bereit gemacht, weil, aber heute wird es ein bisschen langweilig. Geht noch viel am Schotterstraße Nachmittag. Ja, jetzt lege ich noch gut nach Tänzchen, wenn ich die Kamera weg da habe. Wenn man New Mexico hört, denkt man an Wüste, flach, heiß. Aber ich bin hier knapp unter 2300 Meter. New Mexico liegt eigentlich recht hoch. Da kann es auch einmal kalt sein morgen. Wie heute. Landschaftlich der ganze Morgen schon extrem langweilig. Und jetzt kommt noch so ein blöder Wind von der Seite. Aber wenigstens ist es nicht so heiß. Jetzt Jetzt wieder ein paar Bäume. Wo ein bisschen den Wind aufheben. Ich bin jetzt da angeguckt. Ich mache jetzt etwas zum Mittag. Ist das langweilig. Die ganze Zeit in der Schotterstraße nachher. Und jetzt haben wir so einen Seitenwind gehabt. Wenn man das Auto kommt, kann man eine Autostopp machen, aber es ist nicht los. Hallo, machen wir jetzt Mittagspause. Ja, essen wir etwas. Es ist jetzt 3:45 und ich bin hier beim Dutchman Spring. Ich bin jetzt schon etwa eine halbe Stunde da. Wasser gefüllt. Ich habe 3 Liter gefüllt und noch 1 Liter getrunken. Und ich habe es noch Glück gehabt, die letzten 7 Meilen habe ich per Autostopp mit. Ich habe den Anrufer gehabt, dass das Auto kommst. Und dann hat mir die 7 Meilen also gerade noch mitgenommen bis hierhin. Ja, jetzt geht es weiter. Vom Dutchman Spring habe ich etwa noch eine Meile an der Schotterstraße nachher. Und bin jetzt endlich wieder auf dem Wanderweg abgebogen. Ich denke, den Rest vom Tag. Und morgen bin ich auf dem Wanderweg.
ist kurz vor der halben 7 und ich mache jetzt genau hier eine Nacht. Bis wenn ich es koche. Da vielleicht noch ein bisschen Wasser nachfüllen und dann geht es noch ein bisschen weiter. Irgendwo ein Windschlussplätzchen suchen. Es ist jetzt 7:45. Höchste Zeit, also ich jetzt liegen. Ich bin nach dem Nachtessen, wo es Hauptäpfelstock mit Hirschwürstchen drin hatte. Nicht Hirschwürstchen drin. Habe ich reingeschnitten, Hauptäpfelstock. Und dann bin ich noch etwa eine Stunde lang weitergelaufen. Und die letzte halbe Stunde ist nicht recht gegangen. Und ich bin jetzt da ein bisschen in der Höhe. 2692 Meter. Es geht noch ein bisschen Wind. Aber ich hoffe, ich habe ein anständiges Plätzchen gesucht. Ja, man sieht es nicht. Das sind so ein bisschen 3 kleine Tannenbäume, die da ein bisschen Windschatten geben. Ja, dann haben wir den Schlaf so kurz in Irland. Liegen, etwas Warmes anlegen, dann kommt das schon gut. Sonntag, der 8. Mai, 5:07. Es kann losgehen in Tag 13. Es ist jetzt 20:11 und ich komme zum Aragon-Brunnen, das nächste Wasser. Entweder habe ich mich in den Meilen verloren oder ist jetzt das noch recht zügig gegangen. Es ist jetzt 1:15 und mache mich wieder auf den Weg zum Mittagessen. Doppelte Portion Notfallsuppe. Und dann natürlich gerade wieder Wasser aufgefüllt. Jetzt geht es wenige Meter bis zur Straße. Und von der Straße weg gibt es nachher 2 Optionen. Entweder man läuft auf verschiedenen Schotterstraßen nach Python oder man wählt den Wanderweg. Beide haben ihre Vor- und Nachteile. Und ich kann mich noch nicht so richtig entscheiden, was.
Es ist 13:38 und wie ihr seht, bin ich auf dem Wanderweg und nicht auf der Straße unterwegs. Es wäre ein bisschen blöd gewesen, wenn ich wo immer über die Straße muddere, jetzt würde ich auf der Straße anlaufen, statt dem Wanderweg. Aber der Wanderweg hat einfach einen Nachteil. Er kommt US Highway 60 kommt er an. Und das ist zwar außerhalb 12,7 Meilen links außerhalb von Python, wo ich hin müsste. US Highway 60. Und wenn ich dann morgen Nachmittag bis morgen Nachmittag sollte ich arbeiten bis dann. Und wenn ich dann dort bin, dann habe ich dort durch müssen, weil die 12,7 Meilen laufe ich nicht am Highway entlang. Das war aber der Vorteil von der Schotterstraße. Da kommst du direkt in Python rein. Von der Länge her sind beide gleich, wenn ich den Highway, die 12,7 Meilen, nicht einberechne. Sind beide Wege etwa gleich lang. Ich glaube, es differiert 2 Meilen oder so etwas. Aber nicht so viel. Ich hoffe, dass ich eben mit im Auto stöppeln morgen bis auf Python. Schon fast 10 vor 7. Ich bin hier bei einer Quelle, Cassadia springen oder irgendetwas so. Auf jeden Fall hat es hier einen See, der gespeist wird von ein bisschen Wasser, das zum Boden rauskommt. Ein Seeli. Das wäre das Klunkali da. Und da ist Wasser zum Boden rausgekommen. Und drinnen hat es eine Leitung, eine Rohrleitung. Hier oben ist die eine Leitung und weiter oben ist noch eine, die zum Boden rauskommt. Die habe ich hier oben genug. Und habe sie hier runterverleitet. Und jetzt plätschert das schön zur Leitung aus. Ja, plätschert das schön zur Leitung aus, schön zum Füllen. Jetzt habe ich halt auch ein bisschen Zeit vernockelt. Ich wollte eigentlich hier zu Nacht essen. Und dann weiter, das mache ich jetzt einfach noch. Montagmorgen, der 9. Mai, 10:06 Uhr. Ich bin jetzt losgelaufen, ohne etwas zum Morgen zu essen. Hat am Magen nicht so gepasst. Hat ein bisschen überlebt, aber ich muss jetzt noch warten, 2 Meilen. Dort gibt es den Wassertank. Und hoffentlich irgendetwas, wo man da hinten zu hocken kann. Jetzt geht es zwar, aber das Wind. Die ganze Nacht hat es gestört. War nicht angenehm gewesen. Ja, und das war jetzt der Start in Tag 14. Hoffentlich weniger Wind. Das wird wirklich. Wir haben fast Angst, dass einem nicht der Baum auf oben tut, wo man drunter schläft.
bin jetzt bei dem Brunnen nachher, den ich gestern wollte. Ich tue jetzt hier zum Morgenessen und nachher fülle ich das Wasser wieder komplett auf. Weil das nächste Wasser ist in 9 Meilen, ist aber abseits vom Wanderweg. Wenn ich sie muss haben, dann gehe ich dort hin, sonst will ich direkt zum Highway 60, 18 Meilen. Das ist ein bisschen weit, aber wenn es nicht so heiß wird, ist das machbar. Leider pumpt das hier nicht, weil das Windrad ist ausgefecht. Das wird natürlich jetzt mal nicht laufen bei dem Wind. Es ist aufs Solar umgestellt worden und da hat es noch zu wenig Licht, dass das jetzt wird Wasser zum Boden auspumpen. Muss ich halt das stehende Wasser im Brunnen rein. 7:30, ich habe jetzt zum Morgen nicht sogar noch einen Kaffee gemacht. 3 Liter Wasser jetzt dabei. Jetzt gehe ich weiter. Es ist 9:30. Ich bin jetzt gerade angeguckt für eine Pause. Ich bin doch schon ziemlich weit gekommen. Fertig, dass ich das Gefühl habe, dass ich nicht schlafen kann, läuft es ziemlich gut. Es sind jetzt noch ein bisschen mehr als 10 Meilen bis zum Highway 60. Ja. Fast 2 Stunden laufe ich jetzt quer über eine Einöde. Das ist unglaublich. Der Weg hat es keinen mehr. Man muss einfach von Pfosten zu Pfosten laufen. Und jetzt liegen die meisten am Boden. Es hat nie rum. Es hat am Anfang noch 2-3 Bäume gehabt. Und jetzt nie mehr. Nur so kleine grüne Büschel. Es ist jetzt 1 und ich habe es jetzt geschafft. Noch 5 Minuten bis zur Straße circa. Der letzte Stunde da durch die Einöde habe ich doch den iPod führen und ein bisschen Musik hören. Mache ich selten, aber jetzt ist es so trostlos, habe ich müssen. Auf jeden Fall wollte ich jetzt die Straße durchgehen und schnell ein bisschen waschen und anders anlegen. Und dann kurz vor Python hat es noch einen Laden. Dass ich zuerst dort hingehe. Jetzt gehe ich schauen, hoffentlich, dass mich ein kleiner mitnimmt. Ich habe gesagt, ich will versuchen, Autostopp zu machen. Aber das habe ich gar nicht müssen. Als ich jetzt die Straße gelaufen bin, ist auf der Nebenstraße gerade einer mit dem Caterpillar und mit dem Grader. Die Straße wieder ausgeredet, die einen Pflug in der Mitte haben. Mit dem Grader zurückgefahren. Dann ist er zu mir gekommen und wollte mehr Wasser anbieten. Dann sind wir ins Reden reingekommen. Plötzlich fährt ein Kollege von ihm vorbei im Pickup. Und er winkt ihn zu suchen. Dann hat er gekämpft
ist zurückgekommen. Und der hat dann gerade gefragt, ob er mich mitnehmen kann. Top of the World zum Laden, gerade kurz vor Python. Dann hatte ich schon das erste Mal Glück gehabt, dass es so schnell gegangen ist. Und das zweite Mal hatte ich das Glück gehabt, weil der Laden hier geht um 3 zu und jetzt ist 10 vor 3. Und ich habe alles erledigt, konnte Kleider waschen und etwas zu Mittag gegessen. Kibble Glasse hatte ich noch. Tipptopp. Und jetzt ist noch 3 Meilen bis Python. Jetzt versuche ich da auch noch zu stöppeln. Die 3 Meilen. Und dann gibt es dort hoffentlich eine Dusche.